Ich bin Andrea Traub und ich begrüße dich ganz herzlich auf meinem neuen Kanal für Acrylmalerei. Also lass dich von mir inspirieren und genieße das Malen. Hallo erstmal zusammen, herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Da möchte ich auch wieder einen Teil des Bildes mit meiner Folientechnik gestalten. Ich habe mir eine Farbpalette zurechtgelegt. Da haben wir einen Grau-Grünton, ich sage aber Salbei dazu. Dann haben wir ein Schwarz, ein Cadmium-Orange, ein Venezianisch-Rosa, ein sehr dunkles Rot, ein Neon-Orange und ein Gold Metallic. Ich habe mir hier so eine kleine Kunststoffkarte genommen. Ihr könnt mir zusehen, wie ich jetzt eine Farbfläche aufbaue. Ich starte einfach mal mit Orange. Nimm die Karte, nimm die Farbe auf eine Seite der Karte und fang einfach mal an und leg die Farbe hier drauf. Schön leicht, gar nicht feste Kratzen oder sowas. Wenn man es schön leicht macht, gibt es halt direkt schöne Effekte, ohne dass man viel machen muss. Einfach nur halt ganz vorsichtig und ganz zart an die Sache rangehen. Jetzt nehme ich den nächsten, den ganz dunklen Rotton und setze das hier so ein bisschen auf. Ziehe ich das ein bisschen länger. So zwischendurch mache ich die Karte sauber, weil ich dann die nächste Farbe nicht verschmiert haben möchte, sondern relativ klar. Und dafür nehme ich jetzt hier so meinen Salbeiton. Den mische ich jetzt schon mit dem Orange. Seht ihr, das gibt auch tollen Effekt. Jetzt gehe ich hier oben hin. Ziehe ich mal das fange ich an, nehme Weiß auf die Karte und mische das ein bisschen zusammen. Also die Farben, die schon auf der Leinwand sind, also auf der Folie sind, die sind ja jetzt noch nass. Und das nutze ich und vermische jetzt so ein bisschen die Farben miteinander. Mit Weiß und jeweils der Farbe, die halt schon auf der Folie ist. Dann gehe ich so ein bisschen in die nasse Farbe rein und ziehe das halt so ein bisschen mit nach unten. Gold mit dazu immer gucken, bisschen Bauch entscheiden lassen. Ist die Fläche noch ein bisschen zu schmal? Ich ergänze das Ganze noch ein kleines bisschen. Nochmal Orange hin auch. Jetzt ist die Farbfläche fertig. Ich föhne die jetzt trocken. Da bin ich wieder mit der getrockneten Farbfläche auf der Folie. Ich habe es trocken geföhnt. Und jetzt können wir die Folie abnehmen. Dafür müssen wir aber die Leinwand umdrehen. Nehmen uns eine Schere, ganz vorsichtig. Und schneiden hinten erstmal ein Fenster raus. Nehme ich die Schere wieder, schneide bis zu den Ecken, aber auch bitte vorsichtig, dass es nicht so um die Ecke reißt auf einmal die Folie. So, jetzt kann ich hier ganz vorsichtig das über die Ecke wegziehen. Schaut mal so. Dann ziehe ich das hier einfach weg. Bisschen noch fest. So, zack. Leinwand erstmal zur Seite stellen. Wir nehmen ja die dunkle Leinwand für unser Bild. Schaut mal, jetzt schneide ich erstmal den überflüssigen Rand ab und dann schauen wir mal unser Ergebnis an. Umso weniger Folie, umso einfacher kann man es übertragen. Deswegen schneide ich alles an Folie, was ich nicht brauche, ab. So, schaut mal. So rum haben wir das gemalt auf die Folie.
Da kann man schon den Unterschied sehen. Und hier ist das, was wir auch später auf der Leinwand sehen. Schaut mal, diese super Farbverläufe, das ist wirklich immer wieder eine tolle Überraschung. Und ich freue mich immer, wenn ich eine Folie umdrehen kann und mir das Ergebnis angucken, weil es immer so spannend aussieht. Also wirklich richtig cool. Ja, so nehme ich die Folie jetzt, lege die zur Seite. Die Leinwand möchte ich gerne schwarz haben. Dafür nehme ich jetzt hier eine alte Leinwand, die hatte ich schon mal bemalt, gefällt mir aber so nicht mehr. Und deswegen male ich da jetzt einfach schwarz drüber. Ganz einfach mit einem Haushaltsschwamm, schwarzer Farbe, dünne Schicht. Trocknen oder können die auch trocken föhnen. Das mache ich, glaube ich. Bin geduldig, das wisst ihr ja schon bereits. So, wir haben jetzt unsere getrocknete Leinwand, die habe ich ja schwarz gemalt. Ich will ja einen dunklen Untergrund haben und die ist jetzt schön trocken. Ich möchte jetzt die Farbfläche von der Folie mit der Fläche von der Leinwand verbinden, also die Übertragung quasi machen. Und dafür, dass das funktioniert, müssen wir die Leinwand natürlich bestreichen. Ich nehme einfach jetzt eine dünne Schicht Acrylbinder, den ich jetzt hier als Kleber zum Übertragen von der Farbfläche benutzen möchte und streiche einfach komplett die Leinwand mit dem Acrylbinder ein. So, die Leinwand ist jetzt komplett mit Binder bestrichen, damit überall was ist, das ist wichtig. Jetzt nehme ich meine Folie. Die Seite, wo wir drauf gemalt haben, die muss jetzt auf die Leinwand. Also wir drehen die quasi, so ist sie gemalt. Wir drehen die jetzt um, weil das ist das, was wir später sehen. Und so rum muss es auch auf die Leinwand. Jetzt justiere ich die gerade noch so ein bisschen und wenn sie richtig liegt und alles gut ist, dann streiche ich hier die Luftblasen ein bisschen raus. Mit einem Tuch machen, dann rutscht es besser als mit der Hand, weil überall, wo Luftblasen wären, klebt natürlich nicht die Farbfläche auf der Leinwand und das wollen wir eigentlich nicht. Die Luftblasen sind jetzt raus und ich würde jetzt, oder man kann das leider nicht föhnen und das beschleunigen, das muss jetzt einfach über Nacht trocknen. Dann können wir, wenn alles getrocknet ist, einfach die durchsichtige Folie wegnehmen. Die Farbfläche bleibt auf der Leinwand drauf und dann können wir unser Bild weiter bearbeiten. So, ich habe jetzt die Folie auf der dunklen Leinwand trocknen lassen, über Nacht schön, dem Ganzen Zeit gegeben, sich zu verbinden. Jetzt kann ich die Folie abziehen. Die Farbfläche bleibt im Idealfall auf der Leinwand kleben. Richtig schön sieht das aus. Glänzt total super. Richtig gut geworden, finde ich das. Ich habe jetzt die Folie einfach abgezogen. Die Leinwand können wir jetzt weiter bearbeiten. Ich habe mir jetzt erstmal schwarz auf die Palette gemacht. Vielleicht brauche ich auch noch Cadmium Orange, das weiß ich aber noch nicht ganz genau. Ich lasse das ein bisschen meinen Bauch entscheiden gleich. Ich habe mir jetzt nochmal mein super Werkzeug hier genommen, meinen flachen großen Metallspachtel, Malerpinsel, Zahnspachtel und möchte jetzt gerne ruhig was dicker auftragen in dem Fall, weil ich möchte, dass das hier so ein bisschen Haptik kriegt, das Schwarz. Und gehe ruhig so ein bisschen hier in die Fläche hier auch mal rein. Schaut mal, dann hat das nochmal, seht ihr das? Ich glaube, jetzt kann man es gut im Licht sehen. Nochmal so ein bisschen in der schwarzen Fläche, trotzdem nochmal so ein bisschen Bewegung drin. Das mache ich jetzt hier auch. Gehe so ein bisschen über die Übergänge.
drehe ich mir die Leinwand schon um. Die Seite ist fertig. Und mache das Ganze jetzt hier auf der Seite auch. Das Orange, was ich mir gerade auf die Palette gemacht habe, das kommt auch wieder zurück in die Tube, denn ich lasse das so. Ich kratze mit dem Zahnspachtel hier rein und gehe dann hier. Dann mache ich das hier auch noch. Gehe mit dem Zahnspachtel, kratze dann nur so ein Stück hier rein und nehme dann wieder die abgekratzte Farbe und setze die hier so an die Seite. Dann verbindet man noch mal so ein bisschen die Farbflächen mit der gleichen quasi Optik durch den Zahnspachtel. Das macht immer was aus. So, schaut mal. Das kann man nur ganz gering sehen, diesen reingekratzten, aber ich finde das trotzdem ganz gut. Kleine Effekte sind auch Effekte, auch wenn sie nicht immer so direkt ins Auge springen, aber beim näheren Hingucken kann man dann immer wieder was Schönes noch entdecken. Das finde ich auch immer ganz spannend. Ich lasse das jetzt so dunkel. Das ist eine schöne Sache mit dem Gold. Das sieht super aus. Ich bin sehr zufrieden und ich hoffe, dass euch das Video auch gefallen hat. Ihr wieder was Schönes sehen konntet, wo ihr sagt, ach Mensch, das versuche ich auch mal bei meinem Bild. Oder ihr habt eine schöne Farbkombination gesehen, die ihr übernehmen könnt. Ich würde mich freuen, wenn ihr auf jeden Fall irgendwas Interessantes für euch gesehen habt und das für euer Projekt auch umsetzen möchtet oder könnt oder versucht oder wie auch immer. Hauptsache, ihr hattet Freude am Video. Ich bedanke mich natürlich auch für eure Abos und Daumen hoch. Unsere Community wächst ja langsam und kommen immer wieder neue Leute dazu und ich freue mich da sehr, sehr, sehr drüber. Vielen, vielen Dank und ich freue mich auch schon auf unser nächstes Video. Ich wünsche euch eine super schöne Zeit bis dahin. Ganz liebe Grüße und bis ganz bald.